ist meine Kürbiskutsche. Genau, das ist quasi mein Schlaf- und Wohnzimmer. Manchmal kann man sich hier oben auch ein bisschen gemütlich machen. Und ich kann hier unten das Bett ausziehen. Genau, und die Matratze aufklappen, die ist hier doppelt. Und genau, dann mache ich es mir hier oben gemütlich zum Schlafen. Ist nicht wahnsinnig schwierig. Es ist nur ein bisschen mit so Detailarbeit verbunden, weil das hier so spontan selbst zusammengebaut ist. Tada! Ich habe die einfach hier in der Mitte, also es war eine alte Matratze, die ich halt noch über hatte. Ich wollte nichts Neues kaufen und dann habe ich die hier einfach in der Mitte zerschnitten. Das ist Schaumstoff und ging dadurch recht leicht. Und dann habe ich einfach den Bezug wieder drauf gemacht und fertig. Angefangen hat es damit, dass ich nach dem Abi, wie so viele Deutsche, nach Australien gegangen bin und dort auch schon in einem langen Kombi gewohnt habe. Da war natürlich mit Stehhöhe noch gar nichts und fand es da einfach schon total toll, mobil alles dabei zu haben. Und da habe ich aber danach gar nicht darüber nachgedacht, dass es ja die Möglichkeit gäbe, sich so einen Bus auszubauen. Und ich hatte dann ein Jahr lang einen Vollzeitjob, 40 Stunden, habe da auch sonst nicht so viel gemacht, weil ich ziemlich fertig war nach der Arbeit. Und dann habe ich einfach den Bus ausgebaut. Das war quasi mein Sommerprojekt und als der Job beendet war, bin ich damit ein paar Monate losgefahren. Ich brauchte einfach mal ein bisschen Zeit, um mir klar zu werden, was ich gerne möchte, und das ist dann auch tatsächlich auf der Reise passiert. Danach sind nur gute Sachen passiert. Seitdem habe ich eigentlich immer wieder das Bedürfnis gehabt, mal wieder Zeit in dem Bus zu verbringen. Selbst jetzt, wenn ich in der Wohnung wohne, nehme ich dann manchmal einfach für ein verlängertes Wochenende oder auch manchmal einfach unter der Woche, wenn ich sage, oh, ich habe heute Lust draußen zu schlafen im Sommer, dann mache ich das einfach und das gibt mir einfach schon so ein Gefühl von Freiheit, weil ich weiß, ich kann, wenn ich möchte, jederzeit in den Bus und irgendwo hin. Und ja, das tut sehr gut. Also je nachdem, wie viele Leute unterwegs sind. Ich habe, glaube ich, meistens diese Kiste hier rechts. Das hat sich so ergeben. Hier habe ich meine Klamotten drin. Je nachdem, also es sind quasi hier unten diese 3 Kisten und hinten nochmal 3. Und wenn es jetzt kälter ist, habe ich da noch eine Kiste mit, mit dicken Klamotten, mit Jacken. Und genau, hier, ich habe meistens eigentlich nur 2 Paar Schuhe mit, ein paar Sandalen, die sehr bequem sind, und meine Wanderschuhe. Genau, die sind hier drin. Und hier sind dann eben noch Klamotten von Mitreisenden oder was sich noch so ergibt. Also ich habe meine ganzen Kochutensilien hier in diesem Bereich und habe so einen mobilen Gaskocher, den ich verwende. Das ist eine Kompressorkühlbox von Dometic, um mal ein bisschen Schleichwerbung einzubauen. Ich hatte ganz oft solche einfachen Campingkühlboxen, die aber nie wirklich kühl gehalten haben. Da müsste man im Prinzip den ganzen Tag unterwegs sein, um die irgendwie zu kühlen. Und da sind mir einfach voll oft auch Sachen schlecht geworden und darauf hatte ich einfach keine Lust mehr. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und mir so eine Kompressorkühlbox gekauft. Ja, und die ist super, die hält super kalt und macht bis minus 5 Grad oder was weiß ich, habe ich noch nicht ausprobiert, aber ja, sehr schön. Ich habe den Bus selbst ausgebaut. Tatsächlich habe ich mir den auch gar nicht ausgesucht. Ich hatte vorher einen ganz, ganz kleinen, mini-winzigen Twingo, in den trotzdem sehr viel gepasst hat, einen Platzwunder. Und mein Papa meinte dann mal zu mir, dass das eigentlich nicht okay ist, weil das ein recht unsicheres Auto ist, wenn man da mal doch zwischen 2 anderen Autos ist da nicht mehr viel übrig. Und er meinte, du brauchst ein neues Auto. Da habe ich gesagt, ich brauche kein neues Auto, wofür denn? Und da habe ich gesagt, na wenn, dann will ich eins haben, wo ich auch drin schlafen kann. Und da haben wir kurz über die Idee gesprochen. Er fand die ganz cool und hat mich 3 Tage später angerufen und hat gesagt, so, ich habe dir jetzt hier so einen Camper ersteigert, der steht in Augsburg, den musst du dann die nächste Woche mal abholen. Und dann dachte ich so, okay.
Ich habe quasi gar nicht großartig den mit ausgesucht. Er war dann einfach da, aber ich bin sehr glücklich darüber. Genau, so ein richtiges Badezimmer habe ich jetzt hier drin nicht und auch keine Toilette. Aber genau, was ich hier habe, ist auf jeden Fall ganz wichtig für solche Fälle. Die Schaufel. Es ist mir auch nicht peinlich, davon zu berichten. Ich finde es super wichtig, dass wenn man halt quasi so ein Vanlife macht, was sehr minimalistisch ist und kein Bad im Bus hat, dass man sich auch kümmert, dass die Sachen, die man zurücklässt, möglichst schnell wieder sich quasi in die Umwelt einfügen. Und dazu sollte man alles, was wieder rauskommt, einfach vergraben. Ich habe viele Sachen tatsächlich von meinen Großeltern oder von der Familie verwendet. Wie zum Beispiel diesen Teppich hier. Der war bei meinen Großeltern früher im Schlafzimmer. Das ist handgewebt aus Bulgarien, haben sie mir erzählt, aber die brauchen den gar nicht mehr. Und ich fand den super schön und da durfte ich den zerschneiden und jetzt ist er hier. Und überhaupt habe ich tatsächlich auch sehr viele Campingsachen von denen genommen, weil zu DDR-Zeiten die viel campen waren und das jetzt nicht mehr machen mit 80. Genau, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Hier habe ich quasi meine Vorräte, meine Essensvorräte. Und genau, auch das Geschirr, was ich so habe, ist tatsächlich größtenteils jetzt muss ich ein bisschen quetschen. Ja, sind irgendwelche kleinen, schrulligen Sachen, die bei meinen Großeltern noch waren. Und das finde ich halt irgendwie ganz süß, weil die haben dann Geschichte und leben noch so ein bisschen hier weiter. Ja, und ich freue mich immer, wenn ich sie benutze. Der Ausbau hat mich keine 1000 Euro gekostet. Also dadurch, dass ich halt tatsächlich, also das ganze Deko-Zeug sozusagen sowieso schon da hatte oder einfach gebraucht bekommen habe, habe ich nur ein bisschen Holz gekauft. Genau. Und auch noch Holz verbaut, was noch da war. Genau. Also viel mehr nicht. Und davon sind, glaube ich, 450 Euro in das Gutachten und die Elektrik gegangen, damit ich es auch als Wohnmobil anmelden kann. Und zum Essen, wenn ich nicht draußen sitzen kann, habe ich hier diese kleine Tischkonstruktion. Genau. Und da kann ich mich einfach hier dran setzen. Meistens benutze ich die Kühlbox als Einsitz und ziehe mir hier ein Stück Bett raus als quasi, genau, Sitz von der anderen Seite. Und da kann man hier richtig ja, zivilisiert am Tisch sitzen. Ich arbeite derzeit Teilzeit bei Paul Kemper. Das ihr bestimmt schon als kleine Schleichwerbung gesehen habt. Genau, als Social Media Managerin. Und dadurch verdiene ich quasi Geld. Was ganz Tolles an dem Job ist, dass es bei Paul Kemper eben immer so remote Arbeitszeiten gibt, die man sich nehmen kann. Also ja, in der Firma geht es um Camping, das ist eine private Campingvermietung und das finde ich super, dass auch die Mitarbeiter sozusagen dazu aufgefordert werden, mal von unterwegs aus zu arbeiten und zu reisen. Und genau, das kann ich da einfach ziemlich frei machen, das ist super. Den Kocher habe ich wo ganz anders versteckt, das kann ich jetzt auch nochmal zeigen. Und zwar gibt es hier unter diesem Doppelsitz, den ich vorne habe, ja, noch ein kleines Versteck. Und da ist mein Kocher drin und manchmal noch ein paar andere Sachen. Da ich jetzt noch einen kleinen Mitbewohner quasi in meinem Bauch habe, schaue ich mal, was da noch passiert. Ich habe große Lust, da länger mit dem Auto unterwegs zu sein. Da natürlich aber wahrscheinlich der Papa auch gerne mitkommen will, wird es vielleicht ein bisschen eng im Bus. Da überlege ich noch, wie ich das lösen könnte. Aber da habe ich sehr große Lust drauf, ein bisschen Elternzeit unterwegs zu verbringen. Ja. Das machen ja jetzt schon sehr viele, was einerseits natürlich total toll ist, dass so viele ja, einfach diese Art von Urlaub entdecken können, den ich sehr toll finde. Aber es wäre sehr schön, wenn sich auch alle dabei ein bisschen um die Umwelt kümmern würden an den Orten, wo sie sind. Also auch mal ein bisschen Müll mitnehmen, da wo man ist. Ja, als ich letztens jetzt auch in Tschechien war, war ich auch wieder an so wunderschönen Stellplätzen am See. Berge voller Müll. Also wo man sich fragt, da lassen Leute einfach, bringen ihre Müllsäcke dahin. Ja, oder es liegt halt alles rum. Und wenn ich dann halt Müllbeutel dabei habe, dann sammle ich da ein bisschen was ein und nehme es mit.
dann kann man zumindest den Ort, an dem man war, noch ein bisschen schöner machen. Also ich glaube immer, dass wenn man wirklich auf irgendwas richtig Bock hat, dann macht man das auch einfach. Das ist zumindest das, ja, was bei mir so passiert oder was ich an mir merke. Und das Einzige, was man für so einen Busausbau braucht, ist natürlich ein bisschen Geld für das Fahrzeug an sich. Aber der Ausbau an sich, den kann man natürlich auch super minimalistisch halten. Und der ist nicht so teuer. Und wenn man es als Wohnmobil anmeldet, spart man sich eben auch noch mal ein bisschen was an Versicherung und Kfz-Steuer. Und ja, so eine große Investition ist das gar nicht. Dafür